Lektion 1: Ankunft am Flughafen. Das ist gut. Vergessen Sie nicht, rechtzeitig zur Sicherheitskontrolle am Flughafen zu sein. Ja, ich bin lieber immer rechtzeitig da, um Lastminute-Stress zu vermeiden. Ich auch. So haben wir vor dem Flug genügend Zeit zum Entspannen. Genau. Außerdem kann ich mir einen Kaffee holen und vielleicht noch ein paar Lastminute-Einkäufe erledigen. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich liebe es, in den Geschäften am Flughafen zu stöbern. Ja, es ist eine tolle Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben, während wir auf unseren Flug warten. Lassen Sie uns unbedingt den Verkehr überprüfen, bevor wir losfahren. Gute Idee. Ich möchte nicht im Stau stecken bleiben und unseren Flug verpassen. Gemeinsam sorgen wir dafür, dass Ihr Reiseerlebnis reibungslos und angenehm verläuft. Lektion 2: Pendelzeit. Wie lange dauert die Fahrt in die Stadt normalerweise? Bei wenig Verkehr dauert es normalerweise etwa 25 Minuten, dies kann jedoch variieren. Das ist gar nicht so schlecht. Ich finde es toll, wie praktisch öffentliche Verkehrsmittel sein können. Absolut. Es ist eine tolle Möglichkeit, dem Stress des Autofahrens zu entgehen. Außerdem kann ich die Zeit nutzen, um etwas zu lesen oder Musik zu hören. Ja, ich genieße es, während meines Arbeitswegs entspannen und abschalten zu können. Um es einfacher zu machen, planen wir unsere Fahrpläne nach den besten Reisezeiten. Tolle Idee. So können wir unsere gemeinsame Zeit optimal nutzen. Ich freue mich darauf, die Stadt mit Ihnen zu erkunden. Lektion 3: Historischer Kontext. Kaiserin Alexandra machte sich Sorgen um ihren Sohn, insbesondere als 1914 der Krieg mit Deutschland ausbrach. Ja, das war eine turbulente Zeit in der Geschichte, ich kann mir ihre Ängste nur vorstellen. Absolut. Der Druck des Krieges kann für Familien enormen Stress bedeuten. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich größere politische Ereignisse auf das Privatleben ausgewirkt haben. Ja, die Kombination aus persönlichen und politischen Kämpfen prägt oft die Geschichte. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sich diese Ereignisse im Laufe der Zeit entwickelt haben. Lassen Sie uns gemeinsam den historischen Kontext erkunden. Es ist ein faszinierendes Thema. Ich möchte die Komplexität dieser Ära unbedingt verstehen. Dadurch wird uns bewusster, wie weit wir seitdem gekommen sind. Lektion 4: Morgengymnastik. Normalerweise trainiere ich morgens. Oh, das sollte ich auch mal versuchen. Wann fängst du normalerweise an? Normalerweise beginne ich gegen 6 Uhr morgens, um das Beste aus meinem Tag zu machen. Das ist beeindruckend. Ich habe gehört, dass morgendliches Training das Energieniveau steigern kann. Absolut. Es gibt dem Rest des Tages eine positive Note. Ich muss eine Routine entwickeln, die für mich funktioniert. Ja, ein früher Start kann Ihnen helfen, konsequent und motiviert zu bleiben. Ich werde versuchen, etwas früher aufzustehen und zu sehen, wie es läuft. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich kann Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie es einfacher machen können. Das würde mir sehr gefallen. Ich freue mich schon darauf, diese Reise in Richtung Fitness anzutreten. Lektion 5: Kochen und Kreativität. Ja, ich liebe es zu kochen. Und du? Oh, ich male genauso gerne, wie Sie gerne kochen. Das ist interessant.
Welche Gerichte kochen Sie gerne? Ich koche gerne gesunde Mahlzeiten, die sowohl lecker als auch farbenfroh sind. Das klingt wunderbar. Kochen kann so kreativ sein. Absolut. Ich liebe es, mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und Zutaten zu experimentieren. Ich finde es toll, dass sowohl Kochen als auch Kunst Ausdruck von Kreativität sein können. Ja, und beide bringen auf unterschiedliche Weise Freude in unser Leben. Lasst uns bald einen Koch- und Mahltag machen. Lektion 6: Neujahrsfeiern. Wenn das neue Jahr naht, macht es Spaß, mit Töpfen und Pfannen oder mit Klingeln, Glocken oder Hupen Lärm zu machen. Absolut. Es schafft eine so lebendige Atmosphäre, während wir die Sekunden herunterzählen. Ich liebe die Aufregung in der Luft, wenn alle mitfeiern. Ja, es ist eine wunderbare Art, gemeinsam einen Neuanfang zu begrüßen. Planen wir eine Feier mit Freunden und machen wir sie unvergesslich. Das klingt perfekt. Ich kann es kaum erwarten, beim Countdown mitzumachen. Gemeinsam werden wir bleibende Erinnerungen schaffen, wenn wir das neue Jahr einläuten. Ja, ich freue mich auf all die Freude und Spannung. Es wird eine fantastische Nacht voller Lachen und Fröhlichkeit. Lektion 7: Kosten der chemischen Reinigung. Wie viel kostet die Reinigung meiner Kleidung? Die Preise variieren je nach Stoffart und gewünschter Dienstleistung. Das macht Sinn. Ich kann mir vorstellen, dass die Reinigung empfindlicher Stoffe mehr kostet. Ja, und bestimmte Flecken können aufgrund des zusätzlichen Arbeitsaufwands auch den Preis erhöhen. Ich muss die Preisliste prüfen, bevor ich entscheide, was ich reinigen lasse. Auf jeden Fall. Es ist immer gut, über die anfallenden Kosten informiert zu sein. Ich schätze Ihren Rat, er erleichtert den Prozess. Ich helfe Ihnen gerne. Lassen Sie uns gemeinsam eine zuverlässige Reinigung finden. Ja, ich möchte sicherstellen, dass meine Kleidung gut gepflegt wird. Lektion 8: Gesundheitsbewusstsein. Normalerweise verspürt die Person ein gewisses Unbehagen und bemerkt möglicherweise eine eiförmige Schwellung. Das klingt beunruhigend. Es ist wichtig, auf diese Anzeichen zu achten. Ja, in einigen Fällen kann es zu einer Verkrampfung der Muskelschichten kommen, was Schmerzen verursacht. Ich kann mir vorstellen, wie unangenehm das sein muss. Wenn diese Symptome anhalten, ist es wichtig, einen Arzt aufzusuchen. Auf jeden Fall. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen und sich untersuchen zu lassen. Bleiben wir über unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden informiert. Ja, auf uns selbst aufzupassen, sollte immer Priorität haben. Gemeinsam können wir uns gegenseitig zu einem gesunden Lebensstil ermutigen. Lektion 9: Mit Trends Schritt halten. Ich stimme zu. Manchmal finde ich es schwierig, mit allen Trends Schritt zu halten. Ja, das Tempo, mit dem sich Trends ändern, kann überwältigend sein. Genau. Ich frage mich oft, was in ist und was out. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass nicht jeder Trend jedem passt. Absolut. Es ist besser, das anzunehmen, was sich für Sie richtig anfühlt. Ich mische gerne klassische Stile mit ein paar trendigen Stücken. Das ist ein toller Ansatz. So bleibt alles frisch, ohne dass die eigene Identität verloren geht.
Ja, konzentrieren wir uns darauf, herauszufinden, was unsere Persönlichkeit wirklich widerspiegelt. Gemeinsam können wir selbstbewusst durch die Welt der Mode navigieren. Lektion 10. Sport in Kanada. Ich habe über die Fußball- und Lacrosse-Ligen in Kanada gelesen, es ist faszinierend. Ja, das stimmt. Schätzungen zufolge verzeichnen der Profisport und die Ligen im ganzen Land ein rasantes Wachstum. Absolut. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie beliebt diese Sportarten immer mehr werden. Ich liebe es, wie Sport Gemeinschaften vereinen und ein Gefühl der Identität schaffen kann. Genau. Es ist toll zu sehen, wie sich junge Menschen engagieren und ihre Fähigkeiten weiterentwickeln. Ja, mit mehr Investitionen in Sportprogramme sieht die Zukunft für kanadische Sportler rosig aus. Ich stimme zu. Behalten wir im Auge, wie sich diese Ligen in den nächsten Jahren entwickeln. Auf jeden Fall. Es wird interessant sein zu sehen, wie sie auf internationaler Ebene abschneiden. Ich freue mich darauf, einige Spiele zu besuchen und lokale Teams zu unterstützen. Lektion 11. Vom Reisen träumen. Hallo. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, in ein neues Land zu reisen? Ja, ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Es gibt da draußen so viel zu entdecken. Ich verstehe das vollkommen. Jedes Land hat seine eigene Kultur und seine eigenen Erfahrungen. Genau. Die Vorstellung, in eine andere Umgebung einzutauchen, finde ich so reizvoll. Haben Sie ein bestimmtes Land im Sinn, das Sie gerne besuchen möchten? Ich tendiere zu Japan, seine Geschichte und Traditionen haben mich schon immer fasziniert. Das klingt fantastisch. Die Mischung aus Moderne und Tradition ist faszinierend. Ja, und das Essen sieht auch unglaublich aus. Ich kann es kaum erwarten, authentisches Sushi zu probieren. Beginnen wir gemeinsam mit der Planung unserer Traumreisen. Lektion 12. Fangfähigkeiten. Wer einen fangen möchte, muss seine Hand unbedingt richtig einsetzen. Das klingt einfach. Woher weiß ich, ob es die richtige Technik ist? Es erfordert Übung, aber das Ansehen von Videos kann Ihnen helfen, die Bewegung zu verstehen. Ich verstehe. Wenn man sieht, wie es richtig gemacht wird, fällt das Lernen definitiv leichter. Genau. Außerdem wächst mit jedem Versuch dein Selbstvertrauen. Ich freue mich schon darauf, es auszuprobieren. Es klingt, als würde es Spaß machen, etwas Neues zu lernen. Ja, und wenn Sie es geschafft haben, werden Sie ein echtes Erfolgserlebnis verspüren. Ich kann es kaum erwarten, zu üben und meine Fähigkeiten zu verbessern. Lassen Sie uns gemeinsam eine lustige Aktivität daraus machen. Lektion 13. Historisches Bewusstsein. Es ist interessant, wie die Menschen in Kanada und den Vereinigten Staaten erkannten, dass ihre Gesetze ungerecht waren. Ja, der historische Kontext ist entscheidend für das Verständnis der stattgefundenen Veränderungen. Es zeigt deutlich, wie die öffentliche Meinung im Laufe der Zeit zu bedeutenden Reformen führen kann. Absolut. Kollektive Bewegungen sind oft die treibende Kraft hinter Gerechtigkeit und Gleichheit. Ich denke, es ist wichtig, aus der Geschichte zu lernen, um Fehler nicht zu wiederholen. Ja, das Verständnis vergangener Kämpfe hilft uns, unsere gegenwärtigen Freiheiten zu schätzen. Lassen Sie uns mehr über die Ereignisse erfahren, die zu diesen Erkenntnissen geführt haben. Tolle Idee.
Sie wird unser Verständnis unserer Gesellschaften vertiefen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Ihnen dieses wichtige Thema zu vertiefen. Lektion 14: Zubehörshopping. Super! Ich brauche ein paar neue Accessoires. Wie wäre es, wenn wir im Einkaufszentrum anfangen? Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich liebe es, verschiedene Stile auszuprobieren. Ja, Accessoires können ein Outfit wirklich aufwerten und Persönlichkeit unterstreichen. Auf jeden Fall. Ich suche etwas Einzigartiges, das auffällt. Schauen wir uns auch einige lokale Boutiquen an, sie haben oft verborgene Schätze. Gute Idee. Ich finde es toll, einzigartige Stücke zu finden, die eine Geschichte erzählen. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam entdecken. Ich auch. In guter Gesellschaft macht Einkaufen immer mehr Spaß. Machen wir einen Tag daraus und genießen die Jagd nach den perfekten Accessoires. Lektion 15: Teamunterstützung. Ich unterstütze die Mannschaft aus meiner Heimatstadt, das gibt mir das Gefühl, mit meinen Wurzeln verbunden zu sein. Das ist großartig. Das Stadion muss ein aufregender Ort sein, um ein Spiel zu sehen. Absolut. Die Energie der Zuschauer während der Spiele ist elektrisierend. Ich liebe es, wie Sport Menschen trotz aller Unterschiede zusammenbringen kann. Ja, es ist erstaunlich zu sehen, wie sich Fans für eine gemeinsame Leidenschaft zusammenschließen. Ich würde gerne mal mit dir ein Spiel besuchen. Das wäre super. Lass uns planen, gleich zu Saisonbeginn hinzugehen. Ich freue mich darauf, diese Aufregung hautnah zu erleben. Gemeinsam feuern wir unser Team an und schaffen bleibende Erinnerungen. Lektion 16: Erwartungen besprechen. Das sind großartige Neuigkeiten zu diesem Projekt. Ich bin gespannt, mehr darüber zu erfahren und es weiter zu besprechen. Absolut. Ich denke, es ist wichtig, unsere Erwartungen für die Zukunft klarzustellen, um sicherzustellen, dass wir alle auf einer Linie sind. Ja, ich glaube, dass uns das Setzen klarer Ziele dabei hilft, während des gesamten Prozesses konzentriert und motiviert zu bleiben. Genau. Es wäre hilfreich, unsere individuellen Verantwortlichkeiten klar zu definieren, damit jeder weiß, was von ihm erwartet wird. Dem kann ich nur zustimmen, wenn sich jeder seiner Rolle bewusst ist, sorgt das für einen reibungsloseren Arbeitsablauf und verringert mögliche Missverständnisse. Und durch die Diskussion der Erwartungen können wir auch frühzeitig mögliche Herausforderungen erkennen und ihnen proaktiv begegnen. Das ist ein großartiger Ansatz, es ist immer besser, Probleme anzugehen, bevor sie eskalieren, um eine angenehmere Zusammenarbeit zu gewährleisten. Ja, und es gibt uns auch die Gelegenheit, unsere Erfolge zu feiern, wenn wir gemeinsam unsere Ziele erreichen. Ich freue mich auf unsere Diskussion. Ich denke, sie wird den Grundstein für eine produktive und erfüllende Reise legen. Lektion 17: Vertrauen aufbauen. Fühlen Sie sich zuversichtlich, was die bevorstehende Präsentation angeht? Ich weiß, dass Sie sich viel Mühe bei der Vorbereitung gegeben haben. Ich fühle mich insgesamt gut vorbereitet und bin überzeugt, dass meine Recherche mir dabei helfen wird, die Informationen unserem Publikum klar zu vermitteln. Das ist fantastisch zu hören. Vorbereitung ist der Schlüssel, und es klingt, als hättest du alles unter Kontrolle. Ja, ich habe meine Präsentation mehrmals geübt und fühle mich mit dem Stoff langsam wohler. Das ist großartig. Selbstvertrauen entsteht oft durch Vertrautheit, und es scheint, als ob Sie sich wirklich darauf konzentriert haben, den Inhalt zu meistern. Absolut.
Ich denke, ein fundiertes Verständnis des Themas macht einen großen Unterschied in meiner Selbstdarstellung. Stimmt. Wenn Sie Ihr Material beherrschen, spiegelt sich dies in Ihrer Körpersprache und Ihrem Tonfall wider, wodurch Sie das Publikum effektiv fesseln können. Genau. Ich plane auch, auf mögliche Fragen vorbereitet zu sein, damit ich durchdacht und sicher antworten kann. Das ist eine kluge Strategie. Wenn Sie auf Fragen vorbereitet sind, demonstrieren Sie Ihr Fachwissen und schaffen Vertrauen bei Ihrem Publikum. Lektion 18: Die olympische Bewegung. Eine der größten Herausforderungen bei der Schaffung einer internationalen olympischen Bewegung war die mangelnde internationale Organisation des Sports. Das stimmt. Ohne einen strukturierten Ansatz war es schwierig, verschiedene Sportarten und Nationen unter einem gemeinsamen Ziel zu vereinen. Genau. Mit dem Wachstum der Bewegung wurde die Notwendigkeit eines Dachverbands zur Überwachung der Sportregeln immer deutlicher. Ja, die Gründung einer Organisation wie des Internationalen Olympischen Komitees war von entscheidender Bedeutung für die Förderung von Fairness und Standardisierung bei allen Wettbewerben. Und es trug auch zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit bei, indem es den Ländern ermöglichte, im Geiste eines freundschaftlichen Wettbewerbs zusammenzukommen. Absolut. Die Olympischen Spiele sind für Sportler zu einer Plattform geworden, auf der sie ihr Talent unter Beweis stellen und gleichzeitig ihre Nationen auf der Weltbühne vertreten können. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich die Olympischen Spiele im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, wie sie sich an gesellschaftliche Veränderungen angepasst und neue Sportarten aufgenommen haben. Ja, und die Betonung der Förderung von Frieden und Verständnis durch Sport ist eine starke Botschaft, die weltweit Anklang findet. Ich bin davon überzeugt, dass die olympische Bewegung weiterhin unzählige Menschen inspiriert und sie ermutigt, ihre Träume zu verfolgen und nach Spitzenleistungen zu streben. Lektion 19: Zimmerpräferenzen. Gibt es bei der Buchung eines Hotels bestimmte Zimmerpräferenzen, die Sie normalerweise berücksichtigen? Absolut. Ich bevorzuge immer ein Nichtraucherzimmer mit Aussicht. Es ist so erfrischend, mit einer wunderschönen Landschaft vor meinem Fenster aufzuwachen. Ich stimme völlig zu, eine schöne Aussicht kann das Gesamterlebnis Ihres Aufenthalts erheblich verbessern und für mehr Entspannung und Genuss sorgen. Ja, und ich glaube, es geht auch um das Gefühl, mit der Umgebung verbunden zu sein, seien es Berge, das Meer oder die Skyline einer Stadt. Genau. Es kann inspirierend sein, hinauszuschauen und etwas Faszinierendes zu sehen, besonders an einem neuen Ort, denn das macht das Erlebnis noch spannender. Und vergessen wir nicht den Komfort des Zimmers selbst. Ein gemütlicher Rückzugsort nach einem Tag voller Entdeckungen ist unerlässlich. Auf jeden Fall. Ein gut eingerichtetes Zimmer mit guter Ausstattung kann Ihr Reiseerlebnis deutlich verbessern und dafür sorgen, dass Sie sich wie zu Hause fühlen. Dem kann ich nur zustimmen. Es sind diese kleinen Details, die oft einen bleibenden Eindruck hinterlassen und Einfluss darauf haben können, ob Sie in das Hotel zurückkehren. Welches Hotel ist Ihre erste Wahl für eine schöne Aussicht? Sind Sie eher ein Strand- oder ein Bergmensch, wenn es um die Hotelpräferenzen geht? Lektion 20: Historische Perspektiven. Wissen Sie, wenn wir uns mit der Geschichte befassen, ist es bemerkenswert, dass Hitler nicht nur einen persönlichen Hass auf die Juden, sondern auf alles Jüdische empfand. Es ist wirklich beunruhigend, wenn man darüber nachdenkt, wie solch starke Vorurteile zu katastrophalen Folgen führen können. Es ist ein dunkles Kapitel der Menschheitsgeschichte, an das wir uns erinnern müssen. Seine Ideologie und sein Handeln waren von dem Bedürfnis getrieben, eine ganze Gruppe zum Sündenbock zu machen und zu entmenschlichen. Das ist für uns heute eine wichtige Lektion. Ja,
und es ist wichtig anzuerkennen, dass sich diese Art von Hass in verschiedenen Formen manifestieren kann und im Laufe der Geschichte viele Gemeinschaften betroffen hat. Genau. Das Verständnis dieser historischen Zusammenhänge hilft uns, ähnliche Ideologien in der heutigen Gesellschaft zu bekämpfen und fördert Toleranz und Akzeptanz. Es geht darum, aus der Vergangenheit zu lernen und sicherzustellen, dass wir auf eine Zukunft hinarbeiten, in der solcher Hass keinen Platz hat. Ich kann dem nur zustimmen, Bildung ist der Schlüssel, um zu verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt, und wir alle können dabei unseren Teil beitragen. Ja, und indem wir offene Diskussionen über diese Themen fördern, können wir eine Gesellschaft schaffen, die Vielfalt schätzt und alle Menschen respektiert. Hoffen wir, dass wir durch das Teilen dieser Geschichten und Lehren andere dazu inspirieren können, sich gegen Ungerechtigkeit zu stellen und den Frieden zu fördern. Lektion 21: Fitnessfortschritt. Ich habe festgestellt, dass sich meine Kraft und Ausdauer seit Beginn meines neuen Trainingsprogramms deutlich verbessert haben. Das ist ziemlich ermutigend. Das ist fantastisch zu hören. Es ist erstaunlich, wie Beständigkeit und Hingabe zu solch bemerkenswerten Veränderungen unserer körperlichen Fähigkeiten führen können. Genau. Ich habe mich auf eine Mischung aus Cardio- und Krafttraining konzentriert, was sich anscheinend auszahlt und meine allgemeine Fitness verbessert. Das ist ein toller Ansatz. Die Kombination verschiedener Trainingsarten kann wirklich dabei helfen, ein ausgewogenes Fitnessprogramm zu entwickeln. Ja, und ich achte auch auf meine Ernährung, die meiner Meinung nach mein Training ergänzt und meinen Körper effektiv mit Energie versorgt. Die Ernährung ist definitiv ein wichtiger Bestandteil. Welche Nahrungsmittel haben Sie in Ihre Ernährung aufgenommen, um Ihren Fortschritt zu unterstützen? Ich habe mehr magere Proteine, frisches Obst und Gemüse zu mir genommen und gleichzeitig den ganzen Tag über auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr geachtet. Das klingt nach einem ausgewogenen Plan. Es ist wichtig, unseren Körper richtig zu ernähren, besonders wenn wir uns körperlich anstrengen. Absolut. Ich fühle mich energiegeladener und motivierter als je zuvor und bin gespannt, wie weit ich mich noch steigern kann. Lektion 22: Reiseträume. Oh, ich wollte schon immer dorthin. Ich habe gehört, dass die Stadt für ihre atemberaubenden Landschaften bekannt ist. Ja, die Schönheit dieses Ortes ist wirklich fesselnd. Mit seinen malerischen Aussichten und Naturwundern ist es, als würde man in eine Postkarte eintreten. Genau. Ich kann mir gut vorstellen, durch diese majestätischen Berge zu wandern oder üppige Täler und unberührte Seen zu erkunden. Und vergessen wir nicht die lebendige Kultur und die lokale Küche, die diese atemberaubenden Landschaften oft begleiten. Sie verleihen dem Erlebnis eine weitere Dimension. Auf jeden Fall. Das Kennenlernen der lokalen Traditionen und Aromen kann die Reise noch unvergesslicher und bereichernder machen. Absolut. Es ist die perfekte Mischung aus Abenteuer und Entdeckung und ermöglicht es Ihnen, sowohl mit der Natur als auch mit Menschen in Kontakt zu treten. Ich denke, wir sollten anfangen, eine Reise dorthin zu planen. Es wäre fantastisch, diese atemberaubenden Sehenswürdigkeiten gemeinsam zu erkunden. Dem kann ich nur zustimmen. Lasst uns ein paar Informationen sammeln und sehen, wann wir diese Traumreise verwirklichen können. Ja. Ich freue mich darauf, dieses Abenteuer zu beginnen und an einem so wunderschönen Ort unvergessliche Erinnerungen zu schaffen. Lektion 23: Tipps zum Lebensmitteleinkauf. Die Zutaten für mein Rezept findet ihr in der Obst- und Gemüseabteilung im hinteren Teil des Ladens, dort ist es immer frisch und knackig. Das ist ein toller Tipp. Ich beginne meinen Einkauf gerne in der Obst- und Gemüseabteilung, weil das den Grundstein für eine gesunde Mahlzeit legt. Genau.
Frisches Obst und Gemüse sorgen nicht nur für Geschmack, sondern liefern auch wichtige Nährstoffe, die für unser Wohlbefinden wichtig sind. Ja, und ich wähle gerne saisonale Produkte. Sie schmecken oft besser und unterstützen außerdem die Bauern vor Ort. Absolut. Außerdem ist es spannend, je nach Verfügbarkeit mit verschiedenen Zutaten zu experimentieren. Ich stimme zu. Gibt es bestimmte Zutaten, die du für dein Rezept benötigst? Ich werde auf jeden Fall ein paar reife Tomaten, duftendes Basilikum und vielleicht ein paar bunte Paprikaschoten besorgen, um dem Ganzen einen Hauch von Geschmack zu verleihen. Das sind fantastische Optionen. Sie werden das Gericht sicherlich aufwerten und es auch optisch ansprechend machen. Ja, die Präsentation ist entscheidend. Ich glaube, wenn ein Essen gut aussieht, macht es noch mehr Spaß, es zu essen. Lektion 24: Online-Shoppingpläne. Also gut, ich werde online nach einigen Optionen für unsere bevorstehende Reise suchen. Es ist immer gut, zu vergleichen und die besten Angebote zu finden. Das klingt nach einem Plan. Gibt es spezielle Anforderungen an die Unterkunft? Ja, ich bevorzuge einen Ort, der kostenloses WLAN und Frühstück inklusive bietet. Es macht den Morgen viel einfacher, wenn wir vor dem Aufbruch noch etwas essen können. Auf jeden Fall. WLAN ist für die Planung unserer täglichen Aktivitäten unerlässlich, und das Frühstück kann uns Zeit und Geld sparen. Genau. Ich fände es auch schön, einen Ort in der Nähe wichtiger Sehenswürdigkeiten zu finden, damit wir diese bequem erkunden können. Das ist eine großartige Idee. Die zentrale Lage kann unser Erlebnis wirklich verbessern und uns ermöglichen, unsere Zeit optimal zu nutzen. Auf jeden Fall. Ich werde nach zusätzlichen Annehmlichkeiten wie einem Swimmingpool oder einem Fitnesscenter Ausschau halten, falls wir uns entspannen möchten. Ja, diese Optionen können unser Vergnügen steigern, insbesondere nach einem langen Tag voller Besichtigungen. Ich bin gespannt, was ich finden kann. Lassen Sie uns diese Reise mit der richtigen Unterkunft unvergesslich machen. Lektion 25: Historische Reflexion. Obwohl die Gesellschaft in den vergangenen Jahren mit verschiedenen Problemen zu kämpfen hatte, trage ich dennoch große Sorge für die Zukunft in meinem Herzen. Das ist ein starkes Gefühl. Trotz der Herausforderungen, denen wir uns stellen mussten, ist es wichtig, hoffnungsvoll und proaktiv zu bleiben, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Absolut. Die Anerkennung vergangener Schwierigkeiten kann uns motivieren, auf positive Veränderungen und Fortschritte in unseren Gemeinschaften hinzuarbeiten. Ja, und es ist wichtig, aus diesen Erfahrungen zu lernen, um zu vermeiden, dieselben Fehler zu wiederholen. Genau. Indem wir Mitgefühl und Verständnis fördern, können wir eine Gesellschaft schaffen, die Empathie und gegenseitige Unterstützung schätzt. Dem kann ich nur zustimmen. Es geht darum, Brücken statt Mauern zu bauen und die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Gruppen zu fördern. Ja, und ich finde es inspirierend zu sehen, wie einzelne Menschen zusammenkommen können, um in ihren Gemeinschaften sinnvolle Veränderungen herbeizuführen. Auf jeden Fall. Jeder von uns trägt seinen Teil dazu bei, sich für Gerechtigkeit und Gleichheit einzusetzen. Und das beginnt mit kleinen Taten jeden Tag. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch das Teilen unserer Geschichten und Erfahrungen andere dazu inspirieren können, sich uns auf dieser Reise in eine bessere Zukunft anzuschließen. Lektion 26: Medizinische Erkenntnisse. Einige Jahre lang widmete sich Bethune der Behandlung von Tuberkulosepatienten. Dies war ein bedeutendes Engagement für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit. Ja, sein Engagement, anderen in einer so schwierigen Zeit zu helfen, spricht Bände über seinen Charakter und sein Mitgefühl. Er hat das Leben so vieler leidender Menschen wirklich verändert und seine Beiträge werden noch heute anerkannt.
Es ist bemerkenswert, dass seine Bemühungen nicht nur eine sofortige Versorgung ermöglichten, sondern auch zu einem Fortschritt der medizinischen Kenntnisse auf diesem Gebiet führten. Genau. Man darf nicht vergessen, dass ein solches Engagement nicht nur auf einzelne Patienten wirkt, sondern sich auch auf die gesamte Gesundheitsversorgung auswirken kann. Absolut. Indem er sich auf Behandlung und Prävention konzentrierte, ebnete er den Weg für zukünftige Fortschritte in der Medizin. Und sein Vermächtnis erinnert uns daran, wie wichtig Mitgefühl und Innovation angesichts von Widrigkeiten sind. Ja, es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie das Engagement einer einzelnen Person einen Welleneffekt auslösen kann, der unzähligen Leben zugutekommt. Ich bin davon überzeugt, dass uns das Verständnis dieser historischen Persönlichkeiten motivieren kann, auch heute einen positiven Beitrag für unsere Gemeinschaft zu leisten. Lektion 27: Humanitäre Bemühungen. Das britische Rote Kreuz ist in einem Land tätig, in dem es bei einer Bevölkerung von etwa 10 Millionen 15 Millionen Landminen gibt. Die Lage ist ernst. Es ist schockierend, wenn man über das Ausmaß des Problems nachdenkt und darüber, wie viele Leben durch solche gefährlichen Überbleibsel des Konflikts beeinträchtigt werden. Auf jeden Fall. Die Arbeit des Roten Kreuzes ist entscheidend, um den von diesen Landminen betroffenen Menschen Unterstützung und Hilfe zu leisten. Ja, ihre Bemühungen konzentrieren sich nicht nur auf die sofortige Hilfe, sondern auch auf die langfristige Erholung und Rehabilitation der betroffenen Gemeinden. Für Organisationen wie diese ist es von entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für die Gefahren von Landminen zu schärfen und sich für deren Beseitigung einzusetzen. Genau. Aufklärung spielt eine Schlüsselrolle bei der Unfallverhütung und der Gewährleistung der Sicherheit der Menschen in ihrer Umgebung. Und durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden vor Ort können sie nachhaltige Lösungen schaffen, die es den Einzelnen ermöglichen, ihr Leben wieder aufzubauen. Ja, es handelt sich um einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur körperliche Sicherheit, sondern auch emotionale und soziale Unterstützung umfasst. Ich bewundere die Widerstandsfähigkeit der Menschen, die vor Ort arbeiten. Ihr Einsatz für humanitäre Hilfe ist wirklich inspirierend. Lektion 28: Unternehmensentscheidungen. Interessant ist, dass zur Lösung des Problems zusätzliche $11 pro Auto vorgeschlagen wurden, Ford sich jedoch gegen diese Option entschied. Ja, diese Entscheidung spiegelt die Komplexität wider, mit der Unternehmen konfrontiert sind, wenn sie Kosten mit den Anforderungen an Qualität und Sicherheit in Einklang bringen müssen. Genau. Für Unternehmen ist es immer eine Herausforderung, die finanziellen Auswirkungen gegen ihre Verantwortung gegenüber den Verbrauchern abzuwägen. Und manchmal kann eine Entscheidung, die ausschließlich auf Profit basiert, später erhebliche Konsequenzen haben und den Ruf und das Vertrauen der Kunden schädigen. Absolut. Unternehmen müssen bei Produktion und Sicherheit unbedingt langfristige Auswirkungen und nicht nur kurzfristige Einsparungen im Blick haben. Ja, und Transparenz gegenüber den Verbrauchern kann Loyalität und Vertrauen schaffen, was letztendlich der Marke in der Zukunft zugutekommt. Ich denke, es ist wichtig, dass Unternehmen erkennen, dass ihre Entscheidungen weitreichende Auswirkungen haben können, nicht nur auf den Gewinn, sondern auch auf das Leben der Menschen. Auf jeden Fall. Indem Unternehmen Qualität und Verantwortung in den Vordergrund stellen, können sie ein positives Erbe schaffen, das bei den Verbrauchern Anklang findet. Ich hoffe, dass mehr Unternehmen diesem Ansatz folgen, da er zu einem nachhaltigeren und ethischeren Markt führen wird. Lektion 29: Rechenschaftspflicht der Regierung. Die vom Premierminister empfohlenen Gesetze werfen, und das gebe ich zu, wichtige Fragen hinsichtlich der Verantwortlichkeit und der Konsequenzen unseres Handelns als Gesellschaft auf. Ja, wir müssen uns fragen, was passiert, wenn Menschen für ihre Entscheidungen zur Verantwortung gezogen werden. Dies kann zu erheblichen Veränderungen im Verhalten und in den Erwartungen führen. Genau.
Wenn Politiker einen Präzedenzfall schaffen, indem sie ihre Verantwortung anerkennen, fördert dies eine Kultur der Transparenz, die die gesamte Nation beeinflussen kann. Und es ermutigt die Bürger, sich aktiv an der Regierungsführung zu beteiligen, da sie wissen, dass ihre Stimmen und Anliegen berücksichtigt werden. Das stimmt. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl, in dem sich jeder ermutigt fühlt, zum Dialog über die Gesetze beizutragen, die für ihn gelten. Ich glaube, dies unterstreicht auch die Bedeutung einer informierten Bürgerschaft. Wenn die Menschen die Auswirkungen der Gesetzgebung verstehen, können sie sich wirksam für ihre Rechte einsetzen. Absolut. Für eine erfolgreiche Demokratie ist es entscheidend, dass sich jeder Einzelne seiner Verantwortung und der Auswirkungen seines Handelns auf die Gemeinschaft bewusst ist. Ja, und indem wir offene Diskussionen fördern, können wir potenzielle Probleme ansprechen, bevor sie eskalieren, und so zu einer harmonischeren Gesellschaft beitragen. Ich bin zuversichtlich, dass diese Gespräche eine neue Generation von Führungskräften inspirieren werden, die Verantwortung und Integrität in den Vordergrund stellen. Lektion 30: Datenschutz in der Kommunikation. Es ist wichtig, klar zu kommunizieren und eine natürliche Sprache zu verwenden, insbesondere wenn sensible Themen besprochen werden, die viele Menschen betreffen könnten. Absolut. Eine klare Kommunikation trägt dazu bei, dass jeder die Botschaft versteht, was in der heutigen schnelllebigen Welt besonders wichtig ist. Ja, und wir müssen auch sicherstellen, dass wir Ihre Datenschutzeinstellungen regelmäßig überprüfen, da der Schutz unserer persönlichen Daten in einer zunehmend digitalen Umgebung von entscheidender Bedeutung ist. Ich kann dem nur zustimmen. Durch proaktives Handeln im Hinblick auf den Datenschutz können wir potenziellen Risiken vorbeugen und unsere Daten vor unerwünschtem Zugriff schützen. Genau. Es geht darum, die Balance zwischen Offenheit in der Kommunikation und dem Schutz unserer persönlichen Grenzen zu finden. Ja, und ich denke, dass es entscheidend ist, uns selbst und andere über Datenschutzrechte aufzuklären, um den Einzelnen in die Lage zu versetzen, die Kontrolle über seine Informationen zu übernehmen. Das stimmt. Wissen ist Macht, und wer gut informiert ist, kann bessere Entscheidungen bezüglich seiner Online-Präsenz treffen. Ich glaube, dass die Förderung einer Kultur des Respekts für die Privatsphäre zu gesünderen Interaktionen sowohl online als auch offline führen kann. Absolut. Es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die Kommunikation für alle Beteiligten respektvoll und sicher bleibt.